Der Schweißer muss das schweißen, das darf er aber nicht, wenn das am GFK sitzt. Aber ich kann ja nicht gleichzeitig schlagen und drehen. Wir probieren nämlich jetzt erstmal die Hausfrauenlösung. Ziemlich verzweifelt und genervt. Ja. Ich muss Löcher in mein Boot bohren. An der Reling von unserer La Licorne sind an den Füßen manche Verstrebungen abgebrochen. Und das ist in eine Aufkantung vom Decksbelag geschraubt. Und die Schrauben sitzen extrem fest und die muss ich heute lösen. Das ist die Fußbefestigung. Und hier ist jetzt zum Beispiel der Fuß abgebrochen. Der Schweißer muss das schweißen, das darf er aber nicht, wenn das am GFK sitzt. Ihr seht hier einen der Stier von unserer festen Reling. Und am Fuß befindet sich so eine Konsole. Und das ist praktisch das gleiche wie das hier. Hier sieht man es zum Beispiel auch ganz schön. Das hier ist schon gebrochen. Und der ist hier unten abgebrochen und fehlt hier schon komplett. Deswegen muss die Platte ab, damit das wieder neu angeschweißt werden kann. Das Problem sind die Schrauben. Und das kennt ihr vielleicht. Man versucht es mit allem Möglichen. Mit dem Schraubendreher, der hier hat sogar schon einen Sechskant, wo ich mit dem Schraubenschlüssel noch reingreifen kann. Das hilft schon mal, aber ich kann ja nicht gleichzeitig schlagen und drehen. Und da gibt es eine ganz kluge Lösung dazu. Ich habe das hier mit einem sogenannten Schlagschrauber gelöst. Und der Schlagschrauber hat den riesen Vorteil, er ist einmal aus Metall. Du kannst also hinten drauf schlagen, ohne dass es kaputt geht. Und er hat diese gehärteten wechselbaren Spitzen. Also erstmal stellst du ihn in der Richtung ein. Du kannst die Richtung links oder rechts einstellen. Und dann spannst du ihn vor bis zum Anschlag von Hand und schlägst dann hinten mit dem Hammer drauf. Und bei jedem Schlag dreht er sich ein kleines bisschen weiter. Und das ist genau in dem Moment, in dem du hinten den Schlag aufbringst, dreht er sich vorne. Und das ist eben der Riesenvorteil, dass der Schlag direkt auch in eine Drehung umgewandelt wird. Und damit rutscht dir der hier auch nicht aus dem Schraubenkopf raus. Und du kannst das gut anfangen zu lösen. Und das ist der Trick dabei. Also Schlagschraubendreher, ich verlinke euch das unten. Ich habe das jetzt soweit hiermit schon vorgelöst. Und deswegen kann ich jetzt mit dem Schraubendreher relativ einfach das rausdrehen. Ich werde es mit dem Akkuschrauber machen, weil das ist mit Schraubensicherung eingeklebt. Und ich mache es mir damit noch ein bisschen einfacher. Heute ist endlich der Schweißer gekommen. Bin da sehr glücklich drüber. Ist ein bisschen nicht ganz optimal, weil wir ein bisschen Wind haben. Das bläst das Sicherungsgas weg. Und deswegen müssen wir dann vorsichtig sein mit den Schweißungen. Aber das ist ein guter Kerl, der wird das gut machen. Und ja, also ich hatte ja das letzte Mal schon mal die Relingsfüße mühsam demontiert. Ich habe sie aber wieder festgeschraubt, weil es stark geregnet hat. Und ziehe dann die Relingsfüße mit einem Stropp weg, dass er gut arbeiten kann. Und dann wird es gut abgedeckt und dann geht's los. Also er ist echt flott dabei, das geht echt schnell, man sieht, dass es ein Profi ist. Ist auch gut so. Nothing happened. You know? There's no problem to do this thing water on the welding with the stainless steel. Okay.
Okay. Das Projekt mit dem Schweißen hat jetzt echt ewig gedauert und ich bin so froh, dass es fertig ist. Ich hatte mal ein PDF gemacht, wo ich das alles aufgemalt habe, was zu tun ist, und habe das dem Schweißer geschickt. Ja, am Anfang hat er gesagt, ich kann das so machen, das war nämlich meine erste Frage. Die Reling muss nicht demontiert werden, hatte ich gefragt. Nein, nein, geht ohne. Und dann hat er ewig gebraucht, bis er dann doch kam, weil er wollte es dann doch sehen. Und dann hat er nur einen Blick drauf geworfen und hat gemeint, der ganze Relingszaun muss demontiert werden. Und das hätte uns echt viel Zeit gekostet. Und wir haben auch danach festgestellt, dass wir manche Verbindungen gar nicht abgekriegt hätten. Das heißt, ich hätte die Schrauben ausbohren müssen. Das wäre ein Riesenprojekt geworden. Ich habe dann einen anderen Schweißer hier kennengelernt. Der hat hier auch ein Boot. Mit dem kam ich ins Gespräch. Und der hatte mir das dann angeboten, dass er das sich anguckt und auch macht. Und da hat er dann auch, er kam, hat gesagt, nee, das kriegen wir so hin. Und man sieht, er muss sich hinlegen, er muss von unten schweißen, er kommt nicht vernünftig hin. Ich verstehe das auch, dass das von der Qualität nicht super wird, aber darum ging es auch gar nicht. Das sind Punkte, die sieht man nicht mehr. Und mir ging es darum, wenn da 1, 2 Schweißpunkte dran sind, ein Schweißpunkt hält 1 Tonne, dann hält das. Also, und deswegen war ich dann sehr glücklich, dass ich ihn gefunden habe und der mir das gemacht hat. Wir haben alle Punkte wieder geschweißt. Er kommt noch einmal, um das zu versäubern und zu polieren. Ich bin aber super happy. Wir haben endlich noch ein Projekt fertig, können das von der Liste nehmen. Und das heißt auch, dass die ganzen Bestandteile, die noch an Deck rumliegen, wie Rettungsinsel, John Boy und so weiter, die können wir jetzt an der Reling auch Stück für Stück wieder anbringen. Und auch da geht es dann endlich weiter. Ihr seht hier eine etwas wilde Konstruktion, die wird euch Marion gleich nochmal erklären. Wir haben hier unten das Problem, das ist hier der Wirbel von der Fock. Der wird mit rauf und runter gezogen und oben sorgt er dann dafür, dass die Fock sich eindrehen kann. Und jetzt fängt er langsam an runter zu rutschen. Das Problem war nämlich, haben wir bei dem Segelmacher festgestellt beim Ausmessen, dass der nur ganz schwer rauf und runter zu ziehen ist. Und da drin sind 2 Teflonringe und wir waren schon drauf und dran, den unteren Teflonring, der recht eng ist, abzuschleifen. Und dann hatte uns ein Freund, danke Flo, darauf hingewiesen, dass wenn wir zu viel abschleifen, dann fängt das an, sich zu verkippen und zu verkanten. Deswegen probieren wir jetzt was anderes. Genau, wir probieren nämlich jetzt erstmal die Hausfrauenlösung, putzen. Also einfach erstmal reinigen, weil die Genua ist mit Sicherheit ewig nicht mehr abgenommen worden. Das stand ganz lange und vielleicht ist es einfach nur verdreckt. Und wir haben jetzt Handtücher, Lappen, Mikrofasertücher mit Wasser, Spüliwasser getränkt und ziehen die Genua-Schiene hoch und runter und reinigen mal so das ganze Gestänge hier. Und der erste Versuch sah schon mal ganz vielversprechend aus. Hat ja Christoph gerade gehabt, dass das auch wieder rutscht. Und ich denke, wenn man es dann noch mal mit Gleitspray oder so ein bisschen einsprüht, haben wir es wahrscheinlich schon die Lösung. Volles Teamwork hier, Hand über Hand, ne? Weißt du, wie das aussieht? Wie so ein Faultier. Aber das macht doch auch so mit allen 4 Beinen. So übereinander. Immer ein Bein übers andere. So ein 4-beiniges Faultier. Meinst du, es reicht jetzt? So. Faultier die zweite. Ich glaube, heute wird es nicht mehr warm. Ne? Nee. Ich glaube nicht. Dann machen wir jetzt. Zeig mal. Naja, sind schon dreckig hier. Bin ja gespannt, wir machen gleich den Test und ziehen mal den Schlitten mal hoch. Also du sagst einsprühen, ja? Ja. Dass der Dreck vielleicht rausläuft. Das ist jetzt nur Spügelwasser, ne? Ja, das ist ja Spügelwasser. Und? Was meinst du?
Hm? Ja. Schauen wir mal. Das ist jetzt natürlich ein bisschen gemogelt, ne? Wenn wir Spüliwasser drauf machen, dann rutscht das natürlich insgesamt ein bisschen besser, aber wir kriegen zumindest mal einen Eindruck, weil zur Not ziehe ich es mit Spüliwasser hoch. Aber das kann nicht richtig sein, dass wir da so Asten wie die Beklopften. Nee. Also nein, hat nicht funktioniert. Ziemlich verzweifelt und genervt. Ja. Wir wissen noch nicht, was wir machen. Wir fragen noch mal ein bisschen rum. Vielleicht hat noch jemand eine Idee. Wenn einer von euch eine Idee hat, dann bitte rein in die Kommentare. Eigentlich ist es schade, weil heute ist wunderschönes Wetter. Wir haben ziemliche Brandung draußen. Ich war gestern Abend noch mal da und habe mir das angeguckt. Und ja, es ist eigentlich zu schade, um heute hier drin zu arbeiten, aber ich will die Projekte fertig machen. Und als erstes ist eben der Schwarzwassertank dran. Ich habe hier mir eine To-Do-Liste aufgehängt. Ich habe mir die einzelnen Schritte aufgeschrieben, um es mir ein bisschen einfacher zu machen. Und ich habe hier einmal die Skizze und ich zeige euch kurz, was ich vorhabe. Es gibt hier insgesamt 3 Stränge, einmal den orangen Strang, einmal den grünen Strang und einmal den violetten Strang oder den pinken Strang. Der orange Strang ist erstmal von der WC-Pumpe durch den Schrank zu einem Verteilerventil und dort kann ich wählen, ob es praktisch in die Steigeleitung geht oder in den Tank. Also das Orange ist von der Pumpe direkt in den Tank. Und dann gibt es den zweiten Strang. Der geht im Prinzip von der Toilette nach draußen. Das wäre dann erst der orange Strang und dann der pinke Strang. Und dann brauche ich noch einen dritten Strang, um praktisch den Schwarzwassertank, der hier in der Ecke eingezeichnet ist, zu leeren. Der hat ja hier eine Pumpe dran sitzen. Und das ist der grüne Strang. Der grüne Strang geht praktisch aus dem Schwarzwassertank nach oben in die Steigeleitung, also hier in den zweiten Schrank hinein. Dort ist auch ein Verteilerventil. Geht dann auch in das pinke über und geht hier hinten in den Borddurchlass und dann nach außen. Und hier oben kommt noch ein Entlüftungsknie mit rein, damit das den Überdruck bricht. Das heißt, wenn ich einmal durchgepumpt habe, steht hier Wasser drin, dann hätte ich hier sonst eine Saugwirkung und der hier oben ist ein kleines Loch drin, das heißt, er lässt hier lässt Luft einziehen und damit fällt hier der Wasserstand ab auf dieser Seite und damit ist diese Sogwirkung nicht mehr vorhanden. So sieht das dann insgesamt aus. Da unten ist das WC, da ist der Schwarzwassertank. Hier unten ist das Seeventil drin und dann haben wir die mittlere Ebene. Dort kommt, hier unten kommt das eine Verteilventil, da das zweite Verteilventil. Und dann ist hier oben im obersten Schrank praktisch das Knie drin und die Steigeleitung, die wieder fällt. Und der erste Schritt wird jetzt erstmal sein, soweit vorzubereiten.
Dann müssen die ganzen Ventile eingezeichnet werden. Ich muss verschiedene Löcher bohren. Dann nehme ich den Tank raus, bohre die Löcher und demontiere das WC, dass ich hier Platz habe. Und der zweite Schritt wird dann sein, hier die ganzen Leitungen zu installieren. Und ja, am Ende gibt es noch eine sehr unangenehme Aufgabe. Da habe ich keine Lust drauf. Also das Klo ist jetzt endlich raus. Ich habe jetzt hier Platz, um weiterzumachen. Das war echt schwierig, weil manche Schrauben einfach fest saßen. Manche haben sich hier im Boden schon rausgedreht, beziehungsweise sind abgebrochen oder ließen sich gar nicht rausdrehen. Und dann musste ich es mehr oder weniger mit Gewalt raushebeln. Habe es erstmal die Blende zerstört, um an die Schrauben ranzukommen. Das ging dann auch nur bedingt. Dann habe ich es komplett demontiert. Und mit dem Sockel dann draußen auf dem Steg dann mir nochmal vorgenommen. Und selbst da musste ich dann mit schwerem Gerät ran, um an die Schrauben ranzukommen. Aber jetzt ist es soweit in Ordnung. Die Toilettenschüssel ist getrennt und ist sauber und ich kann jetzt hier weitermachen. Und meine nächste Operation wird sein, hier unten den Wasserschlauch vom Seeventil zu trennen. Und das ist eine Arbeit, die mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, aber das werden wir sehen, wie das geht. Irgendwo muss es runtergehen. Ist eine blöde Ecke, ich komme da gar nicht vernünftig ran. Im schlimmsten Fall muss ich die Blende abnehmen und das würde bedeuten, den Schrank abnähen. Aber jetzt gucken wir erst mal. Ich probiere es mal. Mal sehen. Kommt eine der Aufgaben, die ich überhaupt nicht mag. Ich muss Löcher in mein Boot bohren. Jetzt noch nicht nach draußen, aber immerhin in etwas, was es schon seit 30 Jahren gibt. Und ich verändere so ungern was am Boot. Aber es muss halt sein. Ich habe hier schon mal abgeklebt. Hier oben muss eine Entlüftung durch. Also da muss der Entlüftungsschlauch durch. Und hier muss die Fäkalzuführung durch. Und da führt kein Weg dran vorbei, da muss ein Loch rein. 2. Ich blockiere mittlerweile den gesamten Salon. Da hinten ist das WC. Hier ist alles an Werkzeug aufgereiht, Ersatzteile. Hier unten steht jetzt der Tank. Und da werde ich als nächstes mal, das ist der Umrüstsatz fürs WC, das hier. Und das hier ist die Pumpe vom Tank. Und das werde ich jetzt beides erstmal testen, bevor ich das irgendwie verkabel und soweit fertig mache, weil wäre ja doof, wenn es nicht funktioniert und ich habe es dann eingebaut.
Also hat funktioniert beides, sowohl hier die Pumpe als auch der WC-Umrüstsatz. Für solche Testgeschichten habe ich mir mal so ein Spiralkabel mit einem 12-Volt-Stecker dran gemacht und hier einfach nochmal die Vakuum klemmen und dann kann ich eben schnell und einfach hier diese Kabel verbinden. Das wäre jetzt hier Minus, weil die steckt man nämlich nur rein und schnappt sie einmal zu. Das ist total genial. Und da kann man nämlich jedes Kabel nehmen und jedes Gerät einfach super mal schnell testen. Vor allem, wenn man der Leitung nicht traut, wenn ein Gerät auf einmal nicht mehr geht, dann kann man damit nämlich das Gerät, die Leitung trennen und das Gerät hier dran hängen und das einfach mal in die Steckdose tun, von der man vorher geprüft hat, ob sie geht. Und das ist ein Quickfix von mir, wo ich immer probiere, wenn irgendwelche Geräte nicht gehen, ob die Leitung das vielleicht ist oder in der Leitung irgendeine Sicherung weg ist. Das kann ja auch sein. Geht besser. Ja. Es ist Abend geworden, ich bin im Salon. Marion tippt neben mir und ich werde jetzt noch die Ausgänge mit Silikon einsetzen, beziehungsweise mit Sika. Und habe das soweit vorbereitet. Löcher sind entgratet, sind mit Alkohol gereinigt und jetzt werde ich die mal noch einsetzen und zwar ins weiche Sika nicht stark anziehen und dann morgen ziehe ich sie nochmal nach. Dann habe ich da eine richtig schöne Abdichtung drin.